Mein Name ist Hannah. Ich bin 38 Jahre alt. Ich lebe in einem schönen Haus, aber an den meisten Tagen fühlt sich das Haus leer an. Viel zu leer. Jeden Morgen wache ich um 7 Uhr auf. Mein Mann Leon ist dann schon weg. Er fährt früh zur Arbeit, noch bevor die Sonne ganz aufgegangen ist. Ich mache Kaffee. Manchmal mache ich aus Gewohnheit immer noch 2 Tassen, aber ich trinke allein. Ich frühstücke allein. Ich schaue auf den leeren Stuhl gegenüber. Dann putze ich das Haus, kaufe Lebensmittel ein, koche das Abendessen, spüle das Geschirr und falte die Wäsche. Ich mache alles, aber es fühlt sich an, als würde es niemand bemerken. Manchmal stehe ich in der Küche und höre auf die Uhr. Tick, tick, tick. Das Geräusch erfüllt den Raum. Ich bin am Leben, aber ich fühle mich unsichtbar. Leon kommt jeden Abend spät nach Hause. Er ist 40 Jahre alt. Er arbeitet zu viel und ist immer müde. Er öffnet die Tür, küsst mich auf die Stirn und sagt Hallo. Dann wird er still. Er fragt nicht nach meinem Tag. Er schaut mir nicht in die Augen. Wir essen am selben Tisch zu Abend, aber wir fühlen uns weit voneinander entfernt. Der Fernseher ist laut, aber die Stille zwischen uns ist noch lauter. Manchmal versuche ich, mit ihm zu reden. Wie war die Arbeit? Frage ich. Gut, sagt er. Ist etwas Interessantes passiert? Nein. Seine Augen bleiben auf sein Handy gerichtet. Leon ist nicht grausam. Er schreit mich nicht an. Er tut mir nicht weh, aber er ist nicht wirklich bei mir. Sein Körper kommt nach Hause, aber seine Gedanken bleiben bei der Arbeit. Nachts gehe ich allein ins Bett. Er bleibt in seinem Büro und tippt auf seinem Computer. Ich schließe die Augen neben einem leeren Platz und versuche nicht traurig zu sein. An einem Dienstagabend kam Leon früher als sonst nach Hause. Das überraschte mich. Er sah fast glücklich aus. Ich habe Neuigkeiten, sagte er. Was für Neuigkeiten? Mein Bruder kommt zu uns und bleibt eine Weile hier, sagte er. Matt hat seinen Job verloren. Er braucht für ein paar Wochen eine Unterkunft. Ich hörte auf, das Geschirr zu spülen. Matt war Leons jüngerer Bruder. Er war 36 Jahre alt. Ich hatte ihn vorher nur ein paar Mal bei Familientreffen gesehen. Wann kommt er? Fragte ich. Diesen Freitag. Freitag war nur noch 3 Tage entfernt. Okay, sagte ich. Ich sagte immer okay. Leon lächelte. Das wird gut für dich sein, sagte er. Dann hast du Gesellschaft. Dann ging er in sein Büro. Ich blieb in der Küche und hörte wieder auf die Uhr. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich dachte daran, dass Matt in unser stilles Haus kommen würde.
Ich wusste nicht, ob es die Dinge besser oder schlimmer machen würde. Am nächsten Tag bereitete ich das Gästezimmer vor. Ich wechselte die Bettwäsche. Ich legte saubere Handtücher auf das Bett. Ich öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Ich stand an der Tür und sah mich im Zimmer um. Bald würde noch jemand hier wohnen. Etwas würde sich verändern. Am Freitagabend kochte ich das Abendessen und stellte 3 Teller auf den Tisch. 3 Teller, nicht 2. Dann klingelte es an der Tür. Leon öffnete die Tür. Matt stand dort mit einer Tasche in der Hand. Er sah müde aus, aber er lächelte freundlich. »Hallo Hannah«, sagte er. »Danke, dass ich bei euch bleiben darf.« »Gern«, sagte ich. Matt war ruhig wie Leon, aber anders. Wenn er mich ansah, hatte ich das Gefühl, dass er mich wirklich sah. Leon klopfte seinem Bruder auf den Rücken. »Jetzt wird Hannah nicht mehr allein sein«, sagte er. »Das ist perfekt.« Matt sah ihn an und dann mich. Er sagte nichts, aber sein Blick wirkte nachdenklich. An diesem Abend aßen wir zusammen. Leon sprach über die Arbeit. Matt hörte zu. Ich hörte auch zu. Dann klingelte Leons Handy. »Entschuldigt«, sagte er, »ich muss rangehen.« Er verließ den Tisch und ging in sein Büro. Matt und ich saßen allein da. Die Uhr tickte. Nach einem Moment sagte Matt, »Das Essen ist wirklich sehr gut.« Ich sah auf. »Danke.« Es war nur ein kleiner Satz, aber er berührte mich. Leon hatte das schon lange nicht mehr gesagt. Am nächsten Morgen schnitt ich Gemüse in der Küche. Matt kam leise herein. »Guten Morgen«, sagte er. »Guten Morgen.« »Kann ich helfen?« Ich hielt inne. Das hatte mich noch nie jemand gefragt. »Ja«, sagte ich leise. »Danke.« Er wusch den Salat, während ich Tomaten schnitt. Wir arbeiteten nebeneinander. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte sich die Küche nicht einsam an. Dann fragte er, »Wie war dein Tag gestern?« Ich sah ihn überrascht an. »Mein Tag?« »Ja«, sagte er. »Was hast du gemacht?« Ich erzählte ihm von einfachen Dingen, vom Garten, vom Einkaufen, von der Wäsche. Es waren keine aufregenden Dinge. Aber Matt hörte zu, als wären sie wichtig. Später aßen wir zusammen zu Mittag. Leon war bei der Arbeit. »Dieses Haus ist wunderschön«, sagte Matt. »Danke, aber es fühlt sich sehr still an«, fügte er hinzu. Ich sah nach unten. »Ja«, sagte ich, »das ist es.« Matt wurde still. »Ich kenne dieses Gefühl«, sagte er. »Nachdem ich meinen Job verloren hatte, saß ich jeden Tag allein in meiner Wohnung. Keine Anrufe, keine Menschen. Ich fühlte mich
unsichtbar. Mein Herz zog sich zusammen. Ich verstehe, flüsterte ich. Ich fühle mich auch unsichtbar. Wir sahen uns an, und in diesem Moment wusste ich, dass wir beide dieselbe Einsamkeit verstanden. Die Tage vergingen. Leon arbeitete immer länger. Matt und ich begannen zusammen zu Abend zu essen. Wir sprachen über Bücher, alte Erinnerungen, Filme und das Leben. Manchmal machte er Witze und ich lachte. Ich hatte fast vergessen, wie sich mein eigenes Lachen anhörte. Matt bemerkte meinen Garten. Er lobte mein Essen. Er fragte nach meinem Tag. Kleine Dinge. Aber für mich fühlten sie sich groß an. Bald begann ich morgens auf seine Schritte zu warten. Wenn er die Küche betrat, fühlte sich das Haus wärmer an. Dann kamen die Schuldgefühle. Er war Leons Bruder. Ich wusste, dass diese Gefühle falsch waren. Aber zum ersten Mal seit Jahren fühlte ich mich gesehen. Ich fühlte mich gehört. Ich fühlte mich lebendig. Eines Abends rief Leon an. Ich arbeite heute länger, sagte er. Ein großes Projekt. Warte nicht auf mich. Okay, sagte ich. Ich sagte immer okay. Ich machte Abendessen für 2. Matt und ich aßen zuerst schweigend. Dann redeten wir lange miteinander. Du bist ein guter Mensch, Hannah, sagte er. Ich sah auf meinen Teller. Danke. Dann sagte er leise, Leon kann sich glücklich schätzen. Ich antwortete nicht, denn tief in mir dachte ich etwas Schmerzhaftes. Leon weiß es nicht einmal. In dieser Nacht lag ich im Bett und dachte an Matts Stimme, an sein Lächeln, an die Art, wie er mir zuhörte. Ich wusste, dass es gefährlich war. Ich wusste, dass es falsch war. Aber ich konnte nicht aufhören, an ihn zu denken. Der Freitag kam wieder. Der ganze Tag fühlte sich lang und schwer an. Ich putzte das Haus. Ich goss den Garten. Ich schrieb eine Einkaufsliste. Ich versuchte mich zu beschäftigen, aber die Stille folgte mir überall hin. Um 6 Uhr rief Leon an. Ich muss heute länger arbeiten, sagte er. Ein großes Projekt. Warte nicht auf mich. Okay, sagte ich. Ich sagte immer okay. Nachdem das Gespräch beendet war, stand ich allein in der Küche. Das Haus war still, zu still. Ich sah mich um. Die Arbeitsflächen waren sauber, das Geschirr war gespült und der Tisch war leer. Ich hatte den ganzen Tag gearbeitet, aber niemand sah es. Niemand bedankte sich bei mir. Niemand fragte, ob ich müde war. Plötzlich füllten sich meine Augen mit Tränen. Ich lehnte mich gegen die Arbeitsplatte und versuchte, nicht zu weinen. Dann kam Matt herein. Er blieb stehen, als er mein Gesicht sah. Hannah,
sagte er leise. Geht es dir gut? Ich schüttelte den Kopf. Ich konnte nicht mehr lügen. Ich bin müde, flüsterte ich. Ich bin es so leid, allein zu sein. Matt kam näher. Du bist nicht allein, sagte er. Ich bin hier. Aber du wirst gehen, sagte ich. Du wirst Arbeit finden. Du wirst in dein Leben zurückkehren. Und ich werde wieder allein sein. Und was ist mit Leon? Fragte er. Ich lachte kurz und traurig. Leon ist nie wirklich hier, sagte ich. Er arbeitet die ganze Zeit. Er sieht mich nicht. Er hört mir nicht zu. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nur die Person bin, die sein Abendessen kocht. Matt sah traurig aus. Das ist nicht fair, sagte er. Ich weiß, flüsterte ich, aber das ist mein Leben. Einen Moment lang sagte keiner von uns etwas. Hinter uns tickte die Uhr. Dann sagte Matt, du verdienst es, glücklich zu sein, Hannah. Du verdienst es, gesehen zu werden. Ich sah ihn an. Seine Augen waren freundlich. Seine Stimme war sanft. Danke, sagte ich. Jetzt stand er sehr nah bei mir. Zu nah. Mein Herz begann schnell zu schlagen. Er hob seine Hand und berührte meine Wange. Du bist nicht unsichtbar, flüsterte er. Ich sehe dich. Für eine Sekunde blieb alles stehen. Dann beugte er sich näher zu mir und ich tat dasselbe. Wir küssten uns. Es war nur ein kurzer Moment, aber er veränderte alles. Für diesen kurzen Moment vergaß ich die Einsamkeit. Ich vergaß die einsamen Abendessen. Ich vergaß das kalte Bett. Ich fühlte mich einfach nur lebendig. Dann kam die Wahrheit zurück. Wir gingen schnell auseinander. Matts Gesicht wurde blass. Es tut mir leid, sagte er. Mir auch, flüsterte ich. Ich rannte in mein Schlafzimmer und schloss die Tür. Mein ganzer Körper zitterte. Ich setzte mich auf den Boden und bedeckte mein Gesicht mit den Händen. Was hatte ich getan? Ich hatte den Bruder meines Mannes geküsst. In unserem Haus. In unserer Küche. Es war falsch. So falsch. Ich hörte, wie Matt in sein Zimmer ging. Seine Tür schloss sich leise. Das Haus wurde wieder still, aber jetzt fühlte sich die Stille dunkler an. Sie war voller Schuldgefühle. Später öffnete sich die Haustür. Leon war zu Hause. Ich stand schnell auf und wischte mir über das Gesicht. Ich sah in den Spiegel. Meine Augen waren rot, aber ich versuchte, mich normal zu verhalten. »Hannah«, rief Leon. »Ich bin hier«, sagte ich. Ich ging ins Wohnzimmer. Leon sah müde aus. Er sah mich nicht wirklich an. »Hallo«, sagte er. »Hallo«. Er ging in die Küche und öffnete den Kühlschrank. »Hast du gegessen?« fragte er. »Ja«, log ich. »Gut«, sagte er. Er bemerkte nichts.
In dieser Nacht lag ich im Bett und starrte an die Decke. Ich hatte einen Fehler gemacht und nichts fühlte sich mehr so an wie vorher. Am nächsten Morgen ging ich in die Küche. Matt war bereits dort und hatte eine Tasse Kaffee in der Hand. Er sah mich für eine Sekunde an und blickte dann weg. »Guten Morgen«, sagte ich leise. »Guten Morgen«, antwortete er. Wir bewegten uns umeinander herum wie Fremde. Wir redeten nicht. Wir lächelten nicht. Die Stimmung in der Küche war bedrückend. Den ganzen Tag putzte ich Dinge, die bereits sauber waren. Ich spülte das Geschirr 2-mal. Ich wischte immer wieder über dieselbe Arbeitsplatte. Ich musste etwas mit meinen Händen tun, weil meine Gedanken einfach nicht aufhören wollten. Als Leon an diesem Abend nach Hause kam, schaute er auf sein Handy. »Was gibt es zum Abendessen?« fragte er. »Hähnchen«, sagte ich. Während ich kochte, zitterten meine Hände. Ich nahm einen Teller, aber er rutschte mir aus den Fingern und zerbrach auf dem Boden. Leon sah auf. »Geht es dir gut?« fragte er, aber seine Stimme klang eher genervt als besorgt. »Mir geht es gut«, sagte ich, aber mir ging es nicht gut. Beim Abendessen sprach niemand. Matt schaute auf seinen Teller. Ich schaute auf meinen. Leon schaute auf sein Handy. Die Stille war schrecklich. Nach dem Abendessen ging Leon in sein Büro. Matt ging in sein Zimmer. Ich blieb in der Küche und spülte langsam das Geschirr. Dann wusste ich es. Ich konnte mit diesem Geheimnis nicht leben. Ich musste die Wahrheit sagen. Ich trocknete meine Hände ab und ging zu Leons Büro. Mein Herz schlug heftig. Ich klopfte an die Tür. »Ja«, sagte er. Ich öffnete die Tür. »Leon«, sagte ich, »wir müssen reden.« Er sah von seinem Computer auf. »Was ist los?« Ich ging hinein und schloss die Tür. »Ich habe etwas Falsches getan«, sagte ich. »Etwas Schreckliches.« Sein Gesicht veränderte sich. »Was?« Zitternd holte ich Luft. »Matt und ich haben uns geküsst.« Die Worte blieben in der Luft hängen. Leon starrte mich an. Sein Gesicht wurde blass. Er sagte nichts. »Bitte«, flüsterte ich, »sag etwas.« Schließlich fragte er, »Wann?« »Gestern Abend«, sagte ich, »in der Küche.« Leon stand so schnell auf, dass sein Stuhl hinter ihm umfiel. »Wo ist er?« fragte er kalt. »In seinem Zimmer.« Leon ging an mir vorbei. Ich folgte ihm, obwohl ich selbst nicht wusste, warum. Er öffnete Matts Tür, ohne anzuklopfen. Matt saß auf dem Bett. Als er Leon sah, wurde sein Gesicht blass. »Raus«, sagte Leon. »Leon, es tut mir leid«, begann Matt. »Jetzt«, sagte Leon, »pack deine Sachen und verschwinde aus meinem Haus.« Matt packte schweigend seine Tasche.
Bevor er ging, sah er mich einmal an und blickte dann weg. »Es tut mir leid«, sagte er. Leon antwortete nicht. Matt ging hinaus, die Haustür fiel ins Schloss, und er war weg. Leon ging in unser Schlafzimmer. Ich folgte ihm schnell. »Leon, bitte«, sagte ich, aber er schloss die Tür vor mir. Dann hörte ich, wie er abschloss. Klick. Ich stand allein im Flur. Tränen liefen mir über das Gesicht. Ich konnte sie nicht aufhalten. Ich ging ins Wohnzimmer und legte mich auf das Sofa. Ich zog eine Decke über mich, aber innerlich fühlte ich mich trotzdem kalt. Das Haus fühlte sich zerbrochen an. Unsere Ehe fühlte sich zerbrochen an, und ich wusste, dass es wegen mir war. In dieser Nacht schlief ich nicht. Ich lag nur im Dunkeln und lauschte der Stille im Haus. Am nächsten Morgen wachte ich auf dem Sofa auf. Mein Nacken tat weh. Meine Augen taten weh. Alles tat weh. Ich hörte Schritte. Leon ging an mir vorbei, ohne mich anzusehen. Er ging in die Küche, machte Kaffee und fuhr zur Arbeit. Er verabschiedete sich nicht. Matt war weg. Leon schwieg. Und ich war wieder allein. Aber diese Einsamkeit war schlimmer als zuvor. Die Tage vergingen. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage. Leon schlief jetzt im Gästezimmer, in demselben Zimmer, in dem Matt geschlafen hatte. Jeden Morgen ging er früh aus dem Haus und jeden Abend kam er spät nach Hause. Wir redeten nicht miteinander, wir sahen uns nicht an, wir lebten im selben Haus, aber wir waren wie Fremde. Jeden Abend kochte ich das Abendessen. Ich stellte 2 Teller auf den Tisch und wartete. Leon kam nach Hause, sah das Essen an und ging weg. Er aß nichts. Ich saß allein am Tisch, bis das Essen kalt wurde. Dann warf ich es weg. »Es tut mir leid«, sagte ich viele Male vor seiner geschlossenen Tür, aber er antwortete nie. 1 Woche verging, dann 2, dann 3. Ich wurde dünner. Ich konnte nicht richtig essen. Ich konnte nicht richtig schlafen. Ich bewegte mich wie ein Schatten durch das Haus. Manchmal stand ich in der Küche und sah auf die Arbeitsplatte. Dort hatten Matt und ich uns geküsst. Jetzt hasste ich diesen Ort. Ich hasste die Erinnerung. Ich hasste mich selbst. Ein ganzer Monat verging. Dann, eines Abends, spülte ich das Geschirr. Meine Hände bewegten sich, aber meine Gedanken waren weit weg. Ich hörte Schritte hinter mir. Leon kam in die Küche. Ich erstarrte. Er kam nachts nicht mehr in die Küche. Er setzte sich an den Tisch. Einen langen Moment sagte er nichts. Dann fragte er: »Warum?«
Langsam drehte ich das Wasser ab. Was? Flüsterte ich. Er sah mich mit müden Augen an. Warum hast du es getan? Seine Stimme war ruhig, nicht wütend, nur verletzt. Ich trocknete meine Hände ab und setzte mich ihm gegenüber. Meine Brust fühlte sich eng an. Ich war einsam, sagte ich. Du warst nie da. Ich fühlte mich unsichtbar. Leon sah nach unten. Also hast du meinen Bruder geküsst. Ja, flüsterte ich. Das habe ich. Und es war falsch. Ich weiß, dass es falsch war. Er schwieg lange. Dann sagte er, ich habe dich allein gelassen. Ich sah ihn an. Er sprach weiter, jeden Tag, jede Nacht. Ich habe mich für die Arbeit entschieden statt für dich. Tränen füllten meine Augen. Aber trotzdem habe ich diese Entscheidung getroffen, sagte ich. Trotzdem habe ich dir wehgetan. Ja, sagte er, das hast du. Die Uhr tickte in der stillen Küche. Leon sah auf seine Hände. Ich hasse, was du getan hast, sagte er. Es tut jeden Tag weh. Ich weiß, flüsterte ich. Es tut mir so leid. Aber ich hasse auch, was ich getan habe, sagte er. Ich kam spät nach Hause. Ich schaute auf mein Handy. Ich fragte nie nach deinem Tag. Ich habe dich vergessen. Ich habe uns vergessen. Wir saßen schweigend da. Dann sagte er, wir sind beide zerbrochen. Ja, sagte ich, das sind wir. Ich sah ihn durch meine Tränen an. Was machen wir jetzt? Fragte ich. Beenden wir das alles? Leon antwortete nicht sofort. Er saß lange da. Dann sagte er, ich weiß es nicht. Ein Teil von mir will gehen. Ein Teil von mir ist immer noch so wütend. Mein Herz brach erneut. Aber, sagte er langsam, vielleicht können wir versuchen, es wieder in Ordnung zu bringen. Ich sah auf. Versuchen? Er nickte. Es wird schwer. Ich kann nicht versprechen, dass alles wieder gut wird. Aber vielleicht können wir es versuchen. Zusammen. Die Hoffnung tat mehr weh als die Traurigkeit. Willst du es versuchen? Fragte er. Ich nickte, weil ich nicht sprechen konnte. Leon stand auf und ging zur Tür. Dann blieb er stehen. Morgen, sagte er. Morgen fangen wir an. Mit kleinen Schritten. Mit kleinen Schritten, wiederholte ich. Er ging zurück ins Gästezimmer, aber dieses Mal schloss sich die Tür leise. In dieser Nacht schlief ich zum ersten Mal seit Wochen. Am nächsten Morgen wachte ich früh auf und machte Kaffee. 2 Tassen. Leon kam in die Küche und sah sie. Danke, sagte er. Gern, antwortete ich. Wir tranken unseren Kaffee im selben Raum. Wir sagten nicht viel, aber wir blieben zusammen dort. Das war schon etwas. An diesem Abend aßen wir ohne Handys und ohne Fernseher zu Abend.
Die Stille war immer noch ungewohnt, aber sie fühlte sich nicht mehr so kalt an. Das Hähnchen ist gut, sagte Leon. Danke, sagte ich. Kleine Worte, aber sie waren wichtig. Am nächsten Tag kam Leon um 6 Uhr nach Hause, nicht um 8, nicht um 10, um 6. Du bist früh zu Hause, sagte ich. Ich bin früher von der Arbeit gegangen, antwortete er. Ich machte Tee und gab ihm eine Tasse. Dann fragte er, wie war dein Tag? Ich hielt inne. Er hatte wirklich gefragt. Ich habe im Garten gearbeitet, sagte ich. Die Rosen wachsen. Er sah mich an, nicht sein Handy. Das ist schön, sagte er. Ich mag die Rosen. Aus Tagen wurden Wochen. Wir redeten mehr. Wir kochten zusammen. Wir spülten gemeinsam das Geschirr. Manchmal saßen wir immer noch schweigend da, aber die Stille war jetzt anders. Sie war ruhig, nicht wütend. Eines Morgens saßen wir mit unserem Kaffee im Garten. Ein kleiner blauer Vogel landete auf einem Ast und begann zu singen. Leon nahm meine Hand. Ich bin froh, dass wir es versuchen, sagte er. Ich auch, flüsterte ich. Unsere Ehe war nicht perfekt. Der Schmerz war immer noch da, aber wir machten kleine Schritte. Und kleine Schritte waren besser als stehen zu bleiben. An einem Samstagmorgen saß Leon mit seinem Kaffee am Tisch. Er sah ernst aus. Ich muss Matt sehen, sagte er. Mein Herz blieb fast stehen. Matt? Fragte ich. Leon nickte. Er ist mein Bruder. Ich muss mit ihm reden. Ich muss versuchen, ihm zu vergeben. Einen Moment lang sagte ich nichts. Dann nickte ich. Ich verstehe. Leon verließ das Haus. Er war mehrere Stunden weg. Ich putzte die Küche, ich machte Mittagessen, ich wartete und wartete. Als er zurückkam, sah er müde aus, aber ruhiger. Wie war es? Fragte ich. Schwer, sagte er. Sehr schwer. Er setzte sich und sah auf seine Hände. Matt hat geweint. Er hat immer wieder gesagt, dass es ihm leid tut. Ich war wütend, aber er ist immer noch mein Bruder. Ich kann ihn nicht für immer hassen. Tränen stiegen mir in die Augen. Was hast du gesagt? Fragte ich. Leon sah mich an. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm vergebe. Und ich vergebe dir auch. Ich begann zu weinen. Danke, flüsterte ich. 3 Monate später kam Matt zum Abendessen. Am Anfang fühlte es sich seltsam an. Niemand wusste, was er sagen sollte, aber wir versuchten es. Als Matt gegangen war, hielt Leon meine Hand in der Küche. Jetzt sehe ich dich, Hannah, sagte er. Ich lächelte unter Tränen. Und ich sehe dich. Unser Zuhause war nicht perfekt,
aber es war voller Vergebung und langsam heilten wir gemeinsam. Vielen Dank, dass ihr die ganze Geschichte angesehen habt. Wenn ihr bis zum Ende geblieben seid, weiß ich das wirklich zu schätzen. Jetzt habe ich eine kleine Übung für euch. Das heutige deutsche Wort ist Vergebung. Schreibt einen einfachen deutschen Satz mit Vergebung in die Kommentare. Zum Beispiel: Vergebung ist wichtig oder Hannah und Leon lernen Vergebung. Und sagt mir auch, glaubt ihr, dass Hannah und Leon die richtige Entscheidung getroffen haben, indem sie es noch einmal versucht haben? Ja oder nein? Wenn euch diese Geschichte beim Deutsch-Hörtraining geholfen hat, abonniert bitte German Tales für weitere einfache deutsche Geschichten. Hört weiter zu, wiederholt weiter, übt weiter und wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Tschüss.